Hallo und willkommen bei mir. Ich habe was ganz Neues für euch. Sofort verfügbar bei uns im Shop. Und zwar das hier. Was das ist eine Kombination aus einem Revolver-Blasrohr mit einer Gun-Abdichtung und einem Wanderstock. Tja, 89 € für das Set. Ich zeige euch mal die Features. Das ist das gemeinste Blasrohr, was es je gegeben hat. Ja, so sieht das ganze gute Stück zusammengeschraubt aus. Hier sogar mit dem optional erhältlichen, oder noch nicht erhältlichen, bald erhältlichen Laserzielsystem. Ja, das ganze Ding kann komplett verschieden konfiguriert werden. Hier ist es eben konfiguriert als Blasrohr. Ich kann unten auch hier diesen Gehstockstab, den kann ich abziehen. Das ist also jetzt ein Blasrohr, aber nicht irgendein Blasrohr, sondern ein Blasrohr mit einem Revolver für insgesamt 6 von diesen gemeinen ultradünnen Darts, die den gleichen Draht verwenden wie der Six-Needler. Ich kann euch auch mal die Abdichtungsfunktion zeigen. Also, wenn ihr jetzt genau hinschaut, wenn ich das drehe, dann sieht man vielleicht, dass hier vorne so ein kleiner Konus jeweils einrastet. Ich kann euch das auch mal hier bei einem ausgeklappten Stück zeigen, denn ich kann die Trommel hier nämlich entnehmen. Und wenn ihr jetzt hier seht, dann seht ihr, dass dieses Teil hier gefedert ist. Und das dichtet hier in den konischen Übergängen zur Trommel ab, sodass hier keine Atemluft entweichen kann. Ja, und das bedeutet, ich kann hier 6 Schuss relativ schnell hintereinander machen. Ich kann aber auch das gute Stück einfach so ein Stück drehen, hier rausziehen. Jetzt habe ich die Trommeleinheit sozusagen einzeln. Und jetzt kann ich einfach hier dieses mit dem mitgelieferten Bindfaden befestigte kleine Stöpselchen oben drauf machen. So. Und natürlich unten den Gehstock wieder dran machen. Und jetzt habe ich einen wunderbaren, ganz normalen Gehstock, mit dem ich halt alles machen kann, was man mit einem Gehstock sonst so macht. Inklusive, falls es denn mal eine solche Situation gibt, auch mal ein Tier abwehren, denn schaut mal hier, wie dick die Wandung von diesem Alurohr ist. Das ist richtig, richtig fett, sodass das wahnsinnig stabil ist. Ja. Und ich könnte es natürlich auch umdrehen und hier mit dieser oder dieser Seite benutzen, um mich eines lästigen Tieres zu erwehren, wenn ich denn in eine solche Situation komme. Das geht wunderbar. Ja, ich kann aber natürlich auch diese Kappe abziehen und das Mundstück direkt anbringen. Das heißt, ich nehme hier das Mundstück, bringe das direkt hier an. Das passt. Und jetzt habe ich gewissermaßen das Blasrohr entweder so oder ich kann es auch zur Seite drehen, wie ich das möchte. Habe ich das Blasrohr halt in dem kurzen Stock, dann natürlich mit Einzelladefunktion und nicht mit der Funktion, dass ich hier den Revolver habe. Hier, ihr seht ja, was mitgeliefert wird. Also da sind dann hier das teilbare Aluminiumrohr mit der Gummikappe. Man kann das hier ganz einfach zusammenschrauben. Das ist gar kein Problem. Moment. Man sieht es jetzt hier. Ich habe hier den ganzen Trommelaufsatz, ich habe das Mundstück, ich habe hier 30 Darts dabei und auch diese Schnur zum Befestigen der Kappe. Ja, hier habe ich dann nochmal ein alternatives Endstück, denn wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, habe ich jetzt hier dran auch ein spitzes Ende. Wer das nicht will, wem das so aggressiv ist, der kann halt wahlweise dann auch einfach den stumpfen Knauf hier aufschrauben. Der sieht etwas harmloser aus. Das muss jeder selber wissen, wie das so ankommt bei den Gesetzeshütern in seinem Sprengel. Es gibt ja auch eine Handschlaufe, die hier dran ist, klar, damit ich das nicht verliere. Das ist auch serienmäßig dabei. Also das Set ist eigentlich wirklich komplett. Eine schöne Sache das. So sehen die Darts aus. Wie ihr seht, die Darts haben das gleiche ultradünne Drähtchen hier eingebaut aus gehärtetem Stahl, das wir auch beim Six-Needler verwenden, Durchmesser 1,3 mm. Andererseits ist es hier eine erheblich größere Angriffsfläche. Das sind ja 50er Kaliber Darts und wir gegenüber den 9 mm Darts, die wir beim Six-Needler haben. Das hängt damit zusammen, dass ich ja den Druck mit meiner Lunge aufbauen muss und da nicht so wahnsinnig viel rüberkommt. Von daher, die müssen ja genügend Power haben. Und in der Tat hat das wirklich hohe Leistung. Denn Blasrohre sind natürlich effiziente Schussgeräte, wenn sie auch nicht unter das Waffengesetz fallen, denn sie sind ja explizit vom Waffengesetz ausgenommen und damit vollkommen unreguliert. Die Trommel lässt sich übrigens hier auch einrasten, dann kann hier im Prinzip dies nichts mehr verdrehen. Die Trommel kann dann hier auch nicht rausgenommen werden, sondern die ist jetzt fest. Und wenn ich den Schieber nach hinten schiebe, dann habe ich die Trommelfunktion wieder. Tja, dann schießen wir mal ein bisschen. Ich habe da hinten dieses Holzbrett hingelegt.
Mal schauen, ob ich es treffe. Zielen ist mit dem Ding eigentlich ganz einfach. Man lässt beide Augen auf. Man sieht dann ja das Rohr zweimal und in die Mitte zwischen den beiden Rohren, die man sieht, da schießt man hin. In der Höhe muss man sich natürlich dann ein kleines bisschen orientieren. Da entwickelt man schnell ein Gefühl für. Man muss das halt ein bisschen üben. Das war's. 6 Schuss. Ja, hier ist mir dann auch gleich ein Robin Hood Schuss gelungen, wie ihr seht. Ansonsten, die dringen schon ganz schön tief ein. Also ich will mal sagen, sie bleiben heile, aber man braucht schon eine Zange, um die hier rauszuziehen. Denn so tief sind die hier ins Holz eingedrungen. Ja, machen wir doch mal den Farbsprühdosentest. Das ist schon ein Angstgegner. Tja, die Pfeile sind natürlich schnell geladen. Einen Treffer. Ich bin schlecht, ich muss mehr üben. Aber schaut mal. So tief in die Dose eingedrungen. Nicht schlecht. Und übrigens, ja, das ist Stahl, das ist kein Aluminium. Und was für eine Wirkung hätte das jetzt auf Gewebe, zum Beispiel eines angreifenden Hundes? Naja, also ich habe hier mal einen ballistischen Gelatineblock, wie immer. Und da habe ich dann hier auch unten wieder mit dem Fensterleder meine Tierhaut simuliert. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass ich eine Art Fellsimulation habe, indem ich hier dieses Stück Stoff genommen habe. Und dann schießen wir mal drauf und schauen mal, ob das tatsächlich eindringt oder nicht. Oh, immerhin, ich werde langsam besser. Ja, ich würde mal sagen, das ist mehr als ernst zu nehmen. Und dazu muss ich sagen, dass ich vermutlich noch viel besser werden könnte, weil ich glaube nicht, dass ich die richtige Technik habe. Ich glaube, man kann da noch viel härter pusten und noch viel mehr Energie pro Schuss erreichen. Aber das ist natürlich schon wirklich ein signifikantes Ergebnis. Dann kommt ja auch das Argument, die sind ja viel zu dünn, das merkt man doch gar nicht, das ist doch gar nicht wirklich wahnsinnig schmerzhaft. Naja, das muss ja nicht so bleiben. Aber was jetzt kommt, da muss ich euch ein bisschen vorwarnen. Also ich habe selber gemischte Gefühle, was das betrifft. Ja, das hier sind ja so Pava-Pfefferballs für die 43er Kaliber Waffen. Und da ist ordentlich von diesem wirklich 9 Millionen Scoville scharfen Pfefferpulver drin, das man wirklich nicht einatmen möchte. Aber ich denke mal, wenn man sowas unter die Haut bekommt, dann wird der Schmerz ein ganz anderer sein. Auch bei kleinen Mengen. Ich will ja niemandem eine Anleitung geben. Ich meine, so sieht das Zeug aus, wenn man das da rausholt. Also das ist keine Droge, keine Angst. Ja, und dann will ich euch gar nicht erklären, wie man das machen könnte. Aber ihr seht, so nach alter Indianer-Tradition habe ich, oder Indio-Tradition sollte ich besser sagen, habe ich mal 6 Pfeile gemacht, die man vielleicht als Pain Piercers bezeichnen könnte. Ich habe jedenfalls mal die KIs gefragt, ChatGPT und Gemini, wie schmerzhaft sowas wäre, und die sind bald ausgerastet. Also ich weiß nicht genau, ob das stimmt, ich habe keine Ahnung, ich will mich damit wirklich auch nicht selbst stechen, aber ich könnte mir vorstellen,
weil es natürlich auf offene Schmerzrezeptoren stößt, dass das schon eine heftige Reaktion auslösen würde. Deswegen auf keinen Fall gegen Menschen, wenn überhaupt dann nur gegen angreifende Hunde oder was weiß ich, was wirklich eine Gefahr darstellt. Und auch da nur im absoluten Notfall, weil das ist in jedem Fall Tierquälerei. Also ich wollte euch das nicht empfehlen, bitte macht es nicht, seid vorsichtig damit. Es ist nur etwas für Extremsituationen. Und wir müssen das natürlich testen. Also, wie man klar erkennen kann, sind die etwas weniger tief eingedrungen. Wie man aber auch sehr deutlich erkennen kann, klebt definitiv an den Spitzen immer noch ein wenig von dem Pulver. Und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, dass sich das tatsächlich im Wundkanal abgerieben hat. Es ist nicht gleich am Eingang hier abgestreift worden, sondern es ist in die Wunde transportiert worden. Ja, man sieht das wirklich relativ deutlich. Also da ist auf jeden Fall Pava-Pulver in der Wunde. Inwieweit das jetzt wirklich die Schmerzen auslöst, die Gemini und ChatGPT prognostizieren, das kann ich nicht sagen. Wenn einer von euch damit Erfahrung hat, dann immer her damit. Ja, man sieht ganz klar, hier sind noch Reste von dem Pava-Pulver dran. Das ist also nicht abgestreift worden, sondern ganz klarer Fall in die Wunde geraten. Ja, man kann hier auch optional den Laser anbringen. Der ist auch legal, denn es ist ja klar eine Halterung nicht für Schusswaffen, sondern für das Blasrohr, also völlig legal. Der Laser kann auch hier HV eingestellt werden, das heißt, man kann ihn einschießen. Ja, man drückt ihn, man kann ihn einfach, man macht ihn einfach hier an und aus, überhaupt kein Problem. Der Laser ist jetzt gerade noch nicht lieferbar, der ist noch im Container, der wird spätestens in einem Monat nachgeliefert. Aber das Blasrohr und die Pfeile sind bereits lieferbar. Ist das denn jetzt auch als Gehstock brauchbar? Ja, ich würde schon sagen, das hat eigentlich genau die richtige Höhe. Man sieht hier, ich könnte das also als Gehstock durchaus ganz gut verwenden. Und natürlich könnte ich dann auch diesen Revolverteil hier abmachen, dann wäre es wirklich nur ein ganz normaler Gehstock. Mit der Kappe hier drauf wäre das noch nicht mal in irgendeiner Form auffällig, ein ganz normaler Gehstock. Ja. Tja, das Blasrohr mit dem Gehstock in einem. Es ist wirklich komplett legaler Schießspaß, mit dem man überall Fun haben kann, weil es gesetzlich überhaupt nicht reguliert ist. Das muss nicht weggeschlossen werden. Man kann das überall mit hinnehmen. Man darf auch überall, wo es sicher ist, damit schießen. Da gibt es keine Auflagen wie zum Beispiel beim Armbrustschießen, gar kein Problem. Und es ist bezahlbar. 89 € kostet das Komplettset. Nur der Laser geht noch extra. Da sind dann auch 30 Pfeile dabei. Alles dabei. Und ich finde, dass das eigentlich jeder mal ausprobiert haben sollte, denn es macht so viel Spaß. Ich hoffe jedenfalls, euch hat das Video gefallen, weil das war's für heute. Danke und bye. Bye. Okay, einen für euch noch, weil es so viel Spaß macht. Ups. Hello and welcome. I got something really cool for you today. A combination product, a gadget. It's a mix between a revolver, a blowgun and a walking stick with animal repellent functionality. Let me show you its features. Yes, as you can see, what you get in this box is actually a two-part, disassembled walking stick, and you got a revolver setup here. And also you got darts, there are 30 darts in here. Yeah, and you can configure this product any way you like. So this is the fully assembled product. As you see, for a walking stick purpose, you can simply use this as a walking stick with or without a revolver setup. And you have this rubber pad here that you can easily remove.
And then you can see you have a super thick walled aluminum tube here that really is very, very, very solid. And here you have this revolver blowgun attachment that you can actually swing out. And here you can see the 6 loaded darts. And you can also see that it's actually tightening like a Nagant revolver. So when you turn this, you can see that this is actually making an airtight seal in here. I can show you how that works by removing the cylinder. You can easily remove it and even have a second one. And you can see that this part here is under spring tension, and it actually presses against the surface here, making it really, really tight. Yeah, actually you can block this from turning by pushing this to the front, and then you can't turn it and you can't swing it out if you want to use it like a walking stick. And if you push this back, then you can actually turn this. Yeah, and you can actually also remove the entire part here, like so. You just press it in a little bit, and then you turn it, and then you can remove it like a bayonet. And then you can use this cap that I attached with a little bit of string that also is part of the package. You put it on here, and then you just have a walking stick that you can use for just, regular walking purposes, but also for animal defense should the occasion arise. And you can even get like a more pointy version of this. So here you can see the end cap is exchangeable. So if you want to be prepared, then you can use the more pointy end for a more dramatic effect. Yeah, so this is actually screwed together so you can disassemble, so there's also no problem. And yeah, you also have this little lanyard here so that you don't lose it. So it's a complete product, but of course, mostly it is a very functional blowgun. These are the darts. They're really vicious. They have the same diameter as the 6-needler darts, 1.3 millimeters. It's hardened steel, so they are no joke. And they are 50 caliber for more power, since you don't have CO2 under 65 bars of pressure. You only have whatever pressure you can muster with your lungs. But that definitely makes it a very serious weapon. We will test with this piece of wood and see if it sticks in there. So you can see it's really hard hitting. Pyoing, pyoing. It hits so hard that you cannot remove those with your fingers. You just gotta use some pliers and see how deep they embed themselves into the wood here. But they survive, so you can reuse them many times. And I'm sure that actually I could learn how to blow much harder. I think my technique really sucks. So you can probably do better than I can. If you have any tips how to improve my shooting, let me know in the comments. Now let's see if they stick in this paint can, which is no easy opponent for a blowgun dart. Okay. I'm getting better, slowly. So you can see this went in really, really well. Hit it 3 times and all of the 3 darts pierced the metal can. Which, by the way, is steel, not aluminum. But of course, if you really want to know how much harm it can cause, we need ballistic gelatin. And again, I made a block that I actually perfectionized with a little bit of leather and a t-shirt. So both of t-shirt and leather are simulating animal skin and fur. Well, I should say this is very, very serious. Look at how deep these needles penetrated. Whoa. Okay, now people will say
Yeah, but it's not really harmful. It's too thin. You don't even feel it when it hits you. Well, that may or may not be the case, depending on where it's hitting you. I mean, if this is actually nailing your muscle against your bone, that will be pretty painful. But of course, everything can be made more evil. Although I have to say I have a little bit mixed emotions about this next test. So these are pepper balls. These are self-defense balls for the 43 caliber T4E guns, like CO2 guns and so on. And they, of course, burst, and then they have the really sharp 9 million Scoville pava powder that actually is in there. And it actually opened one, and it looks like this. So this is not blow, this is actually cough and sneeze. Yeah, it's very, very hot powder. And I don't really want to give you a detailed instruction about how to do that. However, this could be the result. Like in old Indio tradition, these are actually spiced with a little bit of pava powder and potentially could inflict much more pain. In any case, I asked the AIs like Gemini and ChatGPT how this would, what kind of effect this would have against an attacking dog. And actually it almost freaked out by telling me that this would be way, way, way too dangerous and actually torturing an animal and so on. Well, if a dog is really attacking you and wildly snapping around and trying to bite you, then I think that would be justified to use anything that stops that attack. But on the other hand, don't ever think about using this against a human, because that definitely would be over the top. So, and I actually have mixed emotions even showing you this. In any way, it must be done. Mm-hmm. Okay, so I hit the target, getting better. I have to say that if I look at the front, actually you can see that the pava powder was not stripped off by the skin and the tissue. It actually was transported into the wound. As you can clearly see, it's still sticking a little bit to the tip, but it was rubbing off inside of the gelatin. So it would have rubbed off inside of the animal tissue. And well, I'm not sure, I have no idea if that would actually be as painful as the AIs predict. So if any one of you has experiences with things like this, let me know in the comments. We all would love to hear it. So as you can clearly see, pava powder is still clinging to those darts. And definitely that stuff has been gotten into the wound. Quite drastic. Of course, there is a laser that you can attach to it. It simply clamps on the main tube and you can switch it on and off just very easily. It's a green laser. And of course, you have a horizontal and vertical adjustment so that you can actually sight the blowgun in just perfectly well. But of course, as you saw, you don't need it. Actually, with a little bit of practice, you will be hitting your target without a laser. Helpful it is. Is this also a useful walking stick? I think it is. Now I removed the revolver part. I could also leave it on, but it would look a little bit funny. But now I think it's just a really useful walking stick without raising anyone's eyebrow. So this is an available product and we're shipping it in Germany. Of course, it may take a little bit more time until it also ships in the US before transportation, and we don't know the final price in the US yet. In Germany, we're asking 89 euros, and so it will probably be just around $100 after the currency conversion and tariffs and transportation costs and everything. But that still remains to be set. In any case, I hope you like this, because I do. I love this thing. It's so much fun and so cheap, and you can reuse the darts as many times as you want. And you can actually use it for self-defense against animals. So, I hope you like this video.
because that's it for today. Thanks and bye. Bye. Okay, one more time just for you.